Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal. Aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In den schwindenden Jahrhunderten vor unserer Zeitrechnung, als die Weisheit Ägyptens auf die Philosophie Griechenlands traf, entstand eine Gestalt aus dem Nebel der Geschichte. Hermes Trismegistus, der dreimal große Hermes. Seine angeblichen Schriften, gefüllt mit kosmischen Visionen und düsteren Prophezeiungen über das Schicksal der Welt, wurden zum Fundament einer verborgenen Tradition, die das westliche Denken für immer prägen sollte. Doch wer war dieser Bote zwischen den Göttern und den Menschen wirklich? Guten Abend. In der Stille der Nacht, wenn die Grenzen zwischen den Welten durchlässiger scheinen, wollen wir uns einer Gestalt zuwenden, die selbst eine Brücke zwischen den Kulturen schlägt. Hermes Trismegistus, der dreimal Große. Sein Name hallt durch die Korridore der esoterischen Geschichte. Ein Echo aus einer Zeit, in der Götter und Philosophien über das Mittelmeer reisten und in den Häfen fremder Länder neue Identitäten annahmen. Um ihn zu verstehen, müssen wir zwei mächtige Gestalten betrachten, die in ihm zu einer Einheit verschmolzen. Da ist zum einen der ägyptische Gott Tod, der Herr der Weisheit, der Schrift und der Magie. Dargestellt mit dem Kopf eines Ibis, war Tod der göttliche Schreiber, der die Worte der Götter aufzeichnete und die Gesetze des Kosmos verstand. Er war der Vermittler, der Architekt des Wissens, dessen Heiligtum in Hermopolis ein Zentrum der Gelehrsamkeit war. Ihm gegenüber steht der griechische Hermes, der schnelle Götterbote mit den geflügelten Sandalen. Er war der Gott der Händler, der Reisenden, der Diebe und der Redner, ein Meister der Übergänge, der die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits geleitete, der Psychopompos. Er war die Verkörperung von Bewegung, Kommunikation und Interpretation. Als Alexander der Große Ägypten eroberte und seine Nachfolger, die Ptolemäer, das Land am Nil regierten, trafen diese beiden Welten aufeinander. Die Griechen sahen in der Weisheit und den magischen Künsten des Tod eine tiefere, ältere Version ihres eigenen Hermes. In einem Prozess, den wir heute als Synkretismus bezeichnen, begannen sie, die beiden Götter gleichzusetzen. So wurde aus Tod und Hermes die neue, ehrfurchtgebietende Figur des Hermes Trismegistos. Der Beiname Trismegistos, dreimal größter, ist wahrscheinlich eine griechische Übersetzung eines ägyptischen Superlativs, der Tod als groß, groß, groß pries. Doch dieser neue Hermes war mehr als nur eine Gottheit. Er wurde als uralter Weiser imaginiert, ein menschlicher König und Priester aus der Vorzeit, der die gesamte göttliche Weisheit empfangen und für die Menschheit in Tausenden von Büchern niedergeschrieben hatte, bevor er selbst in den Himmel aufstieg. Er war die Quelle aller Künste und Wissenschaften, von der Alchemie bis zur Astrologie, von der Medizin bis zur Theologie. In ihm manifestierte sich die Sehnsucht nach einer ursprünglichen, reinen Offenbarung, einer Weisheit, die älter war als Platon und die Propheten. Jede große Idee braucht einen Nährboden, auf dem sie gedeihen kann. Für die Hermetik war dieser Ort die Stadt Alexandria. Gegründet von Alexander dem Großen an der Küste Ägyptens, wurde sie unter den Ptolemäern zum intellektuellen und kulturellen Zentrum der hellenistischen Welt. Alexandria war mehr als nur eine Stadt. Sie war ein Experiment,
ein kosmopolitischer Schmelztiegel, in dem sich die Strömungen des Ostens und des Westens trafen und vermischten. Das Herz dieser Metropole schlug in ihren beiden berühmtesten Institutionen, dem Mauseon, einem Forschungsinstitut, und der legendären Großen Bibliothek. Hier versammelten sich Gelehrte aus Griechenland, Ägypten, Persien, Judäa und darüber hinaus. Sie lasen, debattierten, übersetzten und schufen neue Werke. In den Hallen der Bibliothek lagerten die Weisheiten der Welt Seite an Seite. Die Philosophie Platons und Aristoteles, die heiligen Texte der ägyptischen Priester, die jüdische Tora in ihrer griechischen Übersetzung, die Lehren der chaldäischen Astrologen und die Mysterien der persischen Magie. In diesem Klima der geistigen Offenheit und des intensiven Austauschs war Synkretismus nicht nur möglich, sondern unausweichlich. Man suchte nicht nach Trennendem, sondern nach dem Verbindenden, nach der universellen Wahrheit, die sich in verschiedenen kulturellen Gewändern offenbarte. Griechische Philosophie, insbesondere der Platonismus und die Stoa, bot das begriffliche Rüstzeug, um die religiösen Mythen und rituellen Praktiken Ägyptens neu zu deuten. Die ägyptische Vorstellung von der Beseeltheit des Kosmos und der Möglichkeit, durch Rituale mit den Göttern in Kontakt zu treten, verband sich mit der platonischen Idee einer transzendenten, göttlichen Welt der Ideen. Aus dieser fruchtbaren Synthese erwuchs die Hermetik. Sie war keine organisierte Religion mit festen Dogmen und einer Priesterschaft, sondern vielmehr eine philosophische Strömung, ein Weg der persönlichen Erkenntnis. Sie versprach ihren Anhängern nicht das Heil durch Glauben allein, sondern durch Gnosis, durch direktes, intuitives Wissen über die Natur Gottes, des Kosmos und der eigenen Seele. In den Schriften, die Hermes Trismegistos zugeschrieben wurden, fand diese neue Spiritualität ihren Ausdruck. Eine Lehre, die sowohl intellektuell anspruchsvoll als auch tief spirituell war, perfekt zugeschnitten auf den gebildeten, suchenden Menschen der Spätantike in der pulsierenden Weltstadt Alexandria. Die Lehren des dreimal großen Hermes wurden in einer Sammlung von Texten überliefert, die wir heute als das Corpus Hermeticum kennen. Es handelt sich dabei nicht um ein einzelnes, zusammenhängendes Buch, sondern um eine Anthologie von 17 Traktaten, die in griechischer Sprache verfasst wurden. Diese Schriften entstanden höchstwahrscheinlich im römischen Ägypten zwischen dem 1. und 3. Jahrhundert nach Christus. Sie sind typischerweise in Dialogform gehalten, in denen ein erleuchteter Meister, oft Hermes Trismegistos selbst, einen Schüler in die Geheimnisse des Universums einweiht. Themen wie die Schöpfung der Welt, die Natur Gottes, der Fall der menschlichen Seele in die Materie und der Weg zur Erlösung durch Erkenntnis werden darin behandelt. Mit dem Niedergang des Römischen Reiches und dem Aufstieg des Christentums zur Staatsreligion geriet dieses Wissen im Westen in Vergessenheit. Die heidnischen Akademien wurden geschlossen und die hermetischen Texte, die als Inbegriff heidnischer Weisheit galten, verschwanden aus den Bibliotheken. Doch sie waren nicht für immer verloren. Während Europa im frühen Mittelalter versank, wurden die Schriften in den Bibliotheken des Byzantinischen Reiches und in der aufblühenden islamischen Welt bewahrt und studiert. Ihre Wiederentdeckung im Westen ist eine der faszinierendsten Episoden der Renaissance. Im 15. Jahrhundert herrschte in Florenz unter der Herrschaft von Cosimo de' Medici eine fieberhafte Suche nach den verlorenen Schätzen der Antike. Cosimo beauftragte Agenten, in den Klöstern und Bibliotheken des Ostens nach alten Manuskripten zu fahnden.
Im Jahr 1463 brachte einer dieser Agenten, ein Mönch namens Leonardo von Pistoia, ein griechisches Manuskript aus Makedonien nach Florenz. Es enthielt 14 der Traktate des Corpus Hermeticum. Die Bedeutung dieses Fundes kann kaum überschätzt werden. Cosimo de' Medici, der bereits auf seinem Sterbebett lag, befahl seinem fähigsten Übersetzer, Marsilio Ficino, seine Arbeit an den Dialogen Platons sofort zu unterbrechen und sich stattdessen der Übersetzung der hermetischen Schriften zu widmen. Warum diese Eile? Weil man damals glaubte, Hermes Trismegistus sei ein ägyptischer Priester gewesen, der lange vor Moses und Platon gelebt habe. Seine Lehren galten als die Prisca Theologia, die ursprüngliche reine Theologie, die Gott der Menschheit am Anbeginn der Zeit offenbart hatte. Man glaubte in diesen Texten die Quelle aller späteren Philosophie und Religion gefunden zu haben. An der Schwelle des Corpus Hermeticum steht sein berühmtester und wirkungsmächtigster Traktat, der Poimandres. Der Name wird oft als Hirte der Menschen übersetzt und bezeichnet die göttliche Gestalt, die dem Suchenden in einer tiefen Vision erscheint. Dieser erste Traktat legt das Fundament für die gesamte hermetische Kosmologie und Anthropologie. Die Erzählung beginnt damit, dass der Verfasser in einen Zustand tiefer Meditation versinkt, seine Sinne zurückgezogen, sein Geist befreit vom Körper. In diesem Zustand erscheint ihm eine gewaltige, grenzenlose Wesenheit aus reinem Licht, die sich als Poimandres, der Nous, der göttliche Geist oder Verstand vorstellt. Vor den inneren Augen des Visionärs entfaltet sich nun der Schöpfungsakt. Am Anfang ist nur das unendliche strahlende Licht, die Natur des göttlichen Geistes. Aus diesem Licht sondert sich eine finstere, wässrige Natur ab, ein chaotisches Urmeer. Dann ertönt aus dem Licht ein heiliges Wort, der Logos, der die Elemente voneinander trennt und ordnet. Der göttliche Geist, Poimandres, erschafft daraufhin einen zweiten Geist, den Demiurgen oder Schöpfergott. Dieser formt aus Feuer und Luft die 7 Sphären der Planeten, die das Schicksal der materiellen Welt lenken. Sodann erschafft der erste Geist, der Nous, nach seinem eigenen Bilde den Urmenschen, den Anthropos. Dieser himmlische Mensch ist mit allen Kräften des Schöpfers ausgestattet und erhält die Herrschaft über die Schöpfung. Doch als der Anthropos die niedere Welt der Natur erblickt, sieht er sein eigenes Spiegelbild im Wasser und verliebt sich in diese materielle Form. Er steigt hinab, um sich mit ihr zu vereinen, und wird so von der Natur umschlungen und in einen sterblichen Körper gebunden. Dies ist der hermetische Sündenfall, nicht ein Akt des Ungehorsams, sondern ein Akt der Liebe zur Materie, der zur Gefangenschaft führt. Hierin liegt der Kern der hermetischen Lehre über den Menschen. Er besitzt eine duale Natur. Sein Körper ist sterblich und unterliegt dem Schicksal der Planetensphären. Aber sein innerstes Wesen, sein Geist, ist unsterblich und göttlichen Ursprungs. Der Weg zur Erlösung besteht darin, sich dieser göttlichen Herkunft wieder bewusst zu werden, die Fesseln der Materie durch Gnosis, durch Erkenntnis zu sprengen und Sphäre für Sphäre wieder zum reinen Licht des göttlichen Geistes aufzusteigen. Guten Abend. In unserer Reise durch die Gänge der hermetischen Weisheit stoßen wir nun auf ein Prinzip, das so tiefgreifend und doch so elegant einfach ist, dass es zum Eckpfeiler des gesamten esoterischen Denkens des Westens wurde. Es ist eine Phrase, die Sie vielleicht schon gehört haben, geflüstert in den Hallen der Alchemisten, zitiert von Mystikern und Denkern über die Jahrhunderte hinweg, wie oben, so unten.
Diese Worte, die oft Hermes Trismegistus selbst zugeschrieben werden, sind mehr als nur ein poetisches Aphorismus. Sie sind der Ausdruck eines fundamentalen Gesetzes des Kosmos, des Prinzips der Korrespondenz. In der hermetischen Lehre ist das Universum kein chaotisches Sammelsurium von unzusammenhängenden Teilen. Es ist ein einziger, lebendiger Organismus, ein Ganzes, in dem jede einzelne Komponente in einer tiefen, sympathischen Beziehung zu allen anderen steht. Der Makrokosmos, das gewaltige, unvorstellbare Gefüge der Sterne, Planeten und göttlichen Sphären, findet seine exakte Entsprechung im Mikrokosmos, dem Menschen, der Erde, ja sogar dem kleinsten Atom. Das Große spiegelt sich im Kleinen und das Kleine im Großen. Dies ist keine bloße Metapher. Für den hermetischen Adepten war es eine funktionale Wahrheit. Die Bewegungen der Planeten am Himmelszelt korrespondieren mit den Stimmungen und Schicksalen der Menschen auf der Erde, die Grundlage der Astrologie. Die Eigenschaften von Metallen und Mineralien in der Tiefe der Erde spiegeln spirituelle Prozesse in der Seele des Alchemisten wider. Das Studium der Natur war daher niemals nur eine äußere Wissenschaft. Es war immer auch ein Weg zur Selbsterkenntnis. Wenn man die Gesetze des Universums verstehen wollte, musste man die Gesetze verstehen, die im eigenen Inneren wirken. Erkenne dich selbst. Die berühmte Inschrift am Tempel von Delphi erhält hier eine neue kosmische Dimension. Sich selbst zu erkennen bedeutet, das Universum zu erkennen. Dieses Spiegelgesetz lädt uns ein, die Welt mit anderen Augen zu sehen, nicht als eine Ansammlung toter Materie, sondern als ein Netz von Bedeutungen, Echos und Reflexionen, in dem alles mit allem verbunden ist. Es ist ein Schlüssel, der die Tür zu einem tieferen Verständnis der Realität aufschließt, in der das Göttliche nicht in einem fernen Himmel wohnt, sondern in der Struktur des Seins selbst eingewoben ist. Das Prinzip wie oben, so unten ist untrennbar mit einem der geheimnisvollsten Artefakte der esoterischen Geschichte verbunden: der Tabula Smaragdina, der Smaragdtafel. Die Legende um dieses Objekt ist ebenso faszinierend wie der Text, den es tragen soll. Geschichten erzählen, wie die Tafel in der großen Pyramide gefunden wurde, in den Händen der Mumie des Hermes Trismegistus selbst. Andere Versionen berichten, sie sei von Alexander dem Großen in Hebron entdeckt worden oder von Apollonius von Tyana, der sie aus einem verborgenen unterirdischen Gewölbe barg. Diese Erzählungen hüllen die Tafel in einen Schleier des Mythos und verleihen ihr eine Aura unvorstellbaren Alters und göttlicher Autorität. Doch was sagt die historische Forschung? Die uns heute bekannte, greifbare Geschichte der Smaragdtafel beginnt nicht im pharaonischen Ägypten, sondern in der Welt der arabischen Gelehrsamkeit. Die älteste erhaltene Version des Textes findet sich in einem arabischen Manuskript aus dem späten 8. oder frühen 9. Jahrhundert. Von dort aus fand der Text im 12. Jahrhundert seinen Weg nach Europa, wo er ins Lateinische übersetzt wurde und zur fundamentalen Schrift der mittelalterlichen und neuzeitlichen Alchemie avancierte. Der Text selbst ist bemerkenswert kurz und kryptisch, eine verdichtete Zusammenfassung der gesamten hermetischen Philosophie in etwa einem Dutzend Sätzen. Er spricht vom einen, aus dem alle Dinge hervorgehen, von der Trennung des Feinen vom Groben, des Geistigen von der Materie. Es ist kein Kochrezept zur Herstellung von Gold, wie populäre Vorstellungen es oft nahelegen. Vielmehr ist es eine Anleitung zur spirituellen Transformation, zur Veredelung der eigenen Seele. Die Alchemisten, darunter auch so brillante Köpfe wie Isaac Newton, der eine eigene Übersetzung anfertigte,
sahen in der Smaragdtafel den Schlüssel nicht nur zur Umwandlung von Metallen, sondern zur Vollendung des großen Werkes, der Erleuchtung und der Vereinigung mit dem Göttlichen. Die Tabula Smaragdina existiert also auf zwei Ebenen: als ein historisches Dokument, dessen Ursprünge im Dunkel der Geschichte liegen, und als ein mächtiger Mythos, ein Symbol für verborgenes, heiliges Wissen, das darauf wartet, von jenen entschlüsselt zu werden, die die Augen haben, zu sehen. Neben den philosophischen und kosmologischen Lehren enthalten die hermetischen Schriften auch Passagen von tiefgreifender prophetischer Kraft. Nirgendwo wird dies deutlicher als im sogenannten Asklepios, einem Dialog zwischen Hermes und seinem Schüler Asklepios. In diesem Text findet sich eine Passage, die als Klagelied über Ägypten bekannt geworden ist. Eine düstere und melancholische Vision vom Ende einer Welt. Hermes prophezeit eine Zeit, in der Ägypten, das er als Abbild des Himmels und Heiligtum der ganzen Welt bezeichnet, von den Göttern verlassen wird. Er beschreibt, wie das Land, das einst der Sitz der Götter auf Erden war, zu einem Ort der Trostlosigkeit verkommen wird. Die heiligen Rituale, durch die die Verbindung zwischen Himmel und Erde aufrechterhalten wurde, werden aufhören. Die Tempel werden zu Gräbern werden und das Land wird von Fremden überrannt, die die alte Frömmigkeit verachten und die heiligen Gesetze durch ihre eigenen, weltlichen ersetzen. Die Götter werden in den Himmel zurückkehren und die Menschheit wird in Finsternis zurückgelassen, dem Glauben verfallen, das Universum sei nur eine bedeutungslose, unbelebte Maschine. Es ist ein Text von erschütternder Wehmut. Man kann ihn auf einer Ebene als eine erstaunlich genaue Vorhersage des historischen Niedergangs der traditionellen ägyptischen Religion lesen, der mit der Ausbreitung des Christentums und später des Islams einherging. Die Tempel wurden tatsächlich geschlossen, die alten Riten vergessen. Doch die Prophezeiung des Asklepios lässt sich auch universeller deuten. Sie ist eine Klage über den Verlust einer bestimmten Art, die Welt zu sehen, einer sakramentalen Weltsicht, in der das Göttliche, in der Natur und im Kosmos präsent und erfahrbar ist. Sie warnt vor einer Zukunft, in der die Menschheit ihre spirituelle Verbindung zur Welt verliert und in reinem Materialismus und Zynismus versinkt. Die Prophezeiung ist somit mehr als nur eine historische Vorhersage. Sie ist eine zeitlose Reflexion über den Kreislauf von Aufstieg und Fall der Zivilisationen und eine mahnende Erinnerung daran, was verloren geht, wenn eine Kultur ihre Seele, ihre Verbindung zum Heiligen aufgibt. Ein Klagelied, dessen Echo bis in unsere heutige, oft entzauberte Welt nachhallt. Im Herzen der hermetischen Lehren, als Quelle des kosmischen Spiegelgesetzes und als der Geist, der durch die Prophezeiungen spricht, steht ein zentrales Konzept: der Nous. Dieses griechische Wort, das oft unzureichend mit Geist oder Verstand übersetzt wird, bezeichnet in der Hermetik das höchste göttliche Prinzip, das allumfassende Bewusstsein, das die Grundlage der gesamten Realität bildet. Die erste und vielleicht berühmteste Schrift des Corpus Hermeticum, der Poimandres, beschreibt die Offenbarung dieses kosmischen Nous an Hermes. In einer tiefen meditativen Vision begegnet Hermes einer Wesenheit aus reinem Licht, die sich als Poimandres, der Hirte der Menschen und der Nous des Alls vorstellt. Diese Erfahrung ist keine intellektuelle Lektion, sondern eine direkte, transformative Initiation in die Natur Gottes und des Kosmos. Der Nous ist in dieser Lehre sowohl transzendent als auch immanent. Er ist die unerkennbare, unendliche Quelle, die allem Sein vorausgeht
und jenseits aller Vorstellungskraft existiert. Gleichzeitig durchdringt dieser göttliche Geist seine gesamte Schöpfung. Das Universum ist nicht etwas, das der Nous erschaffen und dann verlassen hat. Es ist eine fortwährende Emanation, ein Gedanke im kosmischen Bewusstsein. Alles, was existiert, von den Sternen bis zum kleinsten Sandkorn, ist eine Manifestation dieses einen Geistes. Die entscheidende Konsequenz dieser Lehre betrifft den Menschen, denn auch der menschliche Geist ist ein Funke dieses kosmischen Feuers. In jedem von uns wohnt ein Abbild des Naus, eine innere Lichtquelle, die uns die Fähigkeit zur Vernunft, zur Selbstreflexion und vor allem zur Erkenntnis des Göttlichen verleiht. Das Ziel des hermetischen Pfades ist daher die Gnosis, nicht der Glaube an ein Dogma, sondern die direkte, erfahrungsbasierte Erkenntnis dieser inneren Göttlichkeit. Durch die Reinigung des Geistes von den Ablenkungen der materiellen Welt und die Hinwendung nach innen kann der Mensch die Verbindung zum kosmischen Nous wiederherstellen. Er erkennt, dass er kein getrenntes, isoliertes Wesen ist, sondern ein integraler Bestandteil des göttlichen Bewusstseins. Dies ist die ultimative Verwirklichung des Prinzips wie oben, so unten. Der Geist im Menschen erkennt sich selbst im Geist des Universums wieder. Schließen Sie für einen Moment die Augen und stellen Sie sich einen Alchemisten vor. Was sehen Sie? Wahrscheinlich einen bärtigen Mann in einem dunklen, staubigen Labor, umgeben von brodelnden Kolben und geheimnisvollen Apparaturen, der fieberhaft versucht, unedles Blei in reines Gold zu verwandeln. Dieses Bild, geprägt von Jahrhunderten der Missverständnisse, erfasst nur den äußeren Schatten einer weitaus tieferen Lehre. Die hermetische Alchemie, wie sie in den Schriften des Trismegistos angedeutet wird, ist keine plumpe Metallurgie. Sie ist die heilige Kunst der seelischen Transformation. Das wahre Laboratorium ist nicht aus Stein und Mörtel gebaut, sondern es ist der menschliche Geist selbst. Die Prima Materia, die Urmaterie, mit der der hermetische Philosoph arbeitet, ist nicht das Blei in einem Schmelztiegel, sondern das rohe, unbewusste und ungeformte Selbst. Es ist die chaotische Summe unserer Instinkte, Ängste und Begierden, die es zu läutern und zu veredeln gilt. Der Prozess folgt symbolischen Stufen. Nigredo, die Schwärze, repräsentiert die Konfrontation mit dem eigenen Schatten, die Auflösung alter Strukturen und den spirituellen Tod. Es ist eine Phase der Dunkelheit und des Chaos, in der das Ego zerbricht. Darauf folgt Albedo, die Weiße, die Phase der Reinigung und der Erleuchtung. Wie das Silber, das aus der dunklen Schlacke gewonnen wird, erhebt sich ein gereinigtes Bewusstsein. Schließlich kommt Rubedo, die Rötung, der Höhepunkt des großen Werkes. Dies ist die Vereinigung der Gegensätze des Männlichen und Weiblichen, des Geistes und der Materie, des Menschen und des Göttlichen. Der Stein der Weisen oder das Lapis Philosophorum ist daher kein physischer Gegenstand, der ewiges Leben oder unendlichen Reichtum verspricht. Er ist die Metapher für ein vollendetes, integriertes Bewusstsein. Er ist der Zustand der Gnosis, in dem der Mensch seine wahre, göttliche Natur erkennt und im Einklang mit dem Kosmos lebt. Die Formeln und Symbole der Alchemisten waren eine Geheimsprache, entworfen, um dieses heilige Wissen vor den Unvorbereiteten zu schützen. Die wahre Transmutation findet im Inneren statt, eine Umwandlung von der Dunkelheit der Ignoranz zum strahlenden Gold des erleuchteten Geistes. Die Astrologie, die heute in den Spalten von Zeitschriften zu finden ist ein fernes, verblasstes Echo einer einst
tiefgründigen Wissenschaft. Für die Hermetiker war die Astrologie keine simple Wahrsagerei, sondern eine komplexe theologische und psychologische Landkarte des Kosmos und der Seele. Sie war die Schrift der Götter, eingraviert in das Firmament. Nach hermetischer Lehre steigt die Seele vor der Geburt in die materielle Welt hinab. Auf dieser Reise durchquert sie die Sphären der 7 klassischen Planeten: Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus, Merkur und Mond. Jede dieser Sphären wird von einem Archon, einem kosmischen Herrscher, regiert und prägt der Seele bei ihrer Passage eine bestimmte Eigenschaft oder ein Laster auf. Von Saturn empfängt sie die Trägheit, von Mars den Zorn, von Venus die Begierde und so weiter. Das Horoskop, die Karte des Himmels im Moment der Geburt, ist also nicht nur eine Vorhersage zukünftiger Ereignisse. Es ist eine Diagnose des Zustands der Seele, eine Aufzeichnung der kosmischen Fesseln, die sie bei ihrer Inkarnation auf sich genommen hat. Dies klingt nach einem unentrinnbaren Determinismus, nach einem Schicksal, das in den Sternen geschrieben steht. Doch hier liegt der Kern der hermetischen Befreiungslehre. Das Wissen um diese Einflüsse ist der erste Schritt, um sie zu überwinden. Der Lehrsatz, der Weise gebietet seinen Sternen, bedeutet nicht, dass man die Planetenbahnen ändern kann, sondern dass man durch Gnosis, durch selbsterkennende Weisheit, die Herrschaft über die planetarischen Impulse in der eigenen Psyche erlangen kann. Die Astrologie wird so zum Werkzeug der Alchemie des Geistes. Sie zeigt dem Suchenden, welche metaphorischen Metalle in seiner Seele in Gold verwandelt werden müssen. Die spirituelle Reise ist dann eine bewusste Rückkehr, ein Wiederaufstieg durch die Planetensphären. Bei jeder Stufe legt die Seele die entsprechende Eigenschaft ab, die sie beim Abstieg empfangen hat, bis sie, geläutert und befreit, zu ihrem göttlichen Ursprung im Nous zurückkehrt. Das Schicksal ist für den Unwissenden ein Gefängnis, für den Weisen jedoch eine Landkarte zur Freiheit. Das späte Römische Reich war ein Schmelztiegel der Ideen, ein spiritueller Marktplatz, auf dem Mysterienkulte, philosophische Schulen und neue Religionen um die Seelen der Menschen rangen. In diesem Klima des Wandels trat das aufstrebende Christentum auf den Plan, nicht als eine weitere Philosophie, sondern als ein exklusiver Heilsweg, der die alten Götter und ihre Traditionen herausforderte. Die Beziehung zwischen dem frühen Christentum und dem Hermetismus war ambivalent. Einige Kirchenväter wie Lactanz sahen in Hermes Trismegistos einen heidnischen Propheten, der unwissentlich die Ankunft Christi vorhergesagt hatte. Sie versuchten, seine immense Autorität zu nutzen, um die gebildeten Heiden zu bekehren. Doch diese versöhnliche Haltung war nicht von Dauer. Mit der wachsenden Macht der Kirche wurde die hermetische Lehre, wie andere gnostische und platonische Traditionen, zunehmend als gefährliche Häresie betrachtet. Ihre Betonung der Selbsterlösung durch Wissen stand im Widerspruch zur kirchlichen Lehre von der Erlösung durch Glauben und Gnade allein. Der Wendepunkt kam mit der Erhebung des Christentums zur Staatsreligion. Im Jahr 391 nach Christus befahl Kaiser Theodosius die Schließung aller heidnischen Tempel. Das große Serapeum in Alexandria, ein Zentrum der hellenistischen Gelehrsamkeit und ein möglicher Hort hermetischer Zirkel, wurde geplündert und zerstört. Die alten Rituale wurden verboten, die Priesterschaften aufgelöst. Im Jahr 529 besiegelte Kaiser Justinian das Schicksal der antiken Philosophie, als er die Schließung der Platonischen Akademie in Athen anordnete, die fast ein Jahrtausend lang das intellektuelle Herz der westlichen Welt gewesen war.
Die Weisheitsschulen wurden zerschlagen, ihre Lehrer zerstreut. Das Wissen zog sich in den Untergrund zurück, überlebte in privaten Zirkeln und geheimen Manuskripten. Die Orakel verstummten. Eine berühmte Passage im hermetischen Traktat Asklepios scheint diesen kulturellen Bruch mit prophetischer Wehmut vorwegzunehmen. Hermes klagt, dass eine Zeit kommen wird, in der Ägypten, das Abbild des Himmels auf Erden, von den Göttern verlassen wird. Die Tempel werden zu Gräbern und die heilige Lehre wird als Torheit missverstanden werden. Für viele markiert diese Epoche den Beginn eines langen Schweigens im Westen, das erst in der Renaissance gebrochen werden sollte. Während die Lichter des klassischen Lernens in Europa zu verglimmen schienen, ging im Osten eine neue Sonne auf. Nach dem Fall Roms und der Zersplitterung des westlichen Reiches verlagerte sich das intellektuelle Zentrum der Welt. Es war die aufstrebende islamische Zivilisation, die das Erbe der Antike nicht nur bewahrte, sondern es mit neuem Leben erfüllte. Im 8. und 9. Jahrhundert, unter dem Kalifat der Abbasiden, erlebte Bagdad ein goldenes Zeitalter des Wissens. Das Beit al-Hikma, das Haus der Weisheit, wurde zu einem beispiellosen Zentrum für Gelehrte aus allen Kulturen und Religionen. Hier wurde eine gewaltige Übersetzungsbewegung in Gang gesetzt. Griechische Texte von Platon, Aristoteles, Euklid und Galen wurden systematisch ins Arabische übertragen, oft über den Umweg des Syrischen. Inmitten dieser Flut von Wissen fanden auch die hermetischen Schriften einen sicheren Hafen. Hermes Trismegistos genoss in der islamischen Welt ein außerordentliches Ansehen. Er wurde oft mit der biblischen Figur des Henoch und dem koranischen Propheten Idris identifiziert. Diese Gleichsetzung war von entscheidender Bedeutung. Sie erhob Hermes von einem heidnischen Weisen zu einem gottgesandten Propheten und schützte seine Lehren vor dem Vorwurf der Ketzerei. Arabische Philosophen und Mystiker wie Al-Kindi und die Gelehrten der reinen Brüder von Basra studierten die hermetischen Texte intensiv. Sie sahen in ihnen die Quelle einer universellen Urweisheit, die im Einklang mit ihrer eigenen Suche nach Wahrheit stand. Besonders in der Alchemie und Astrologie war der hermetische Einfluss prägend. Gelehrte wie Jabir ibn Hayyan, im Westen als Geber bekannt, entwickelten die alchemistischen Theorien weiter und legten den Grundstein für die moderne Chemie. Sie waren keine bloßen Kopisten. Sie kommentierten, experimentierten und integrierten das hermetische Gedankengut in ein neues, umfassendes Weltbild. Ohne diese entscheidende Phase der Bewahrung, Kommentierung und Weiterentwicklung in der arabischen Welt wäre das Corpus Hermeticum für den Westen wahrscheinlich für immer verloren gewesen. Es waren die arabischen Manuskripte, die später, über Spanien und Sizilien, ihren Weg zurück nach Europa fanden und das Feuer der Renaissance mit entfachen sollten. Guten Abend. Nach Jahrhunderten im Schatten, in denen das hermetische Wissen in den Bibliotheken des Byzantinischen Reiches und der islamischen Welt bewahrt wurde, erlebte es im 15. Jahrhundert eine dramatische Wiedergeburt. Das Epizentrum dieser Renaissance war Florenz, das pulsierende Herz der italienischen Gelehrsamkeit, regiert von der mächtigen Familie der Medici. Cosimo de' Medici, ein Bankier von unermesslichem Reichtum und ein ebenso großer Mäzen der Künste und der Philosophie, hegte eine tiefe Sehnsucht nach der Wiederentdeckung der antiken Weisheit. Er glaubte, wie viele seiner Zeitgenossen, an die Existenz einer Prisca Theologia, einer uralten, ursprünglichen Theologie, die allen späteren Religionen und Philosophien zugrunde lag. An der Quelle dieser Theologie, so glaubte man, stand Hermes Trismegistos. Im Jahr 1460
brachte einer von Cosimos Agenten ein griechisches Manuskript aus Mazedonien nach Florenz. Es war keine verlorene Schrift von Platon oder Aristoteles, sondern etwas, das als noch wertvoller galt. Eine Sammlung von 14 Abhandlungen, die als das Corpus Hermeticum bekannt werden sollten. Die Aufregung war so groß, dass Cosimo seinen führenden Gelehrten, Marsilio Ficino, der bereits mit der monumentalen Aufgabe der Übersetzung sämtlicher Werke Platons ins Lateinische betraut war, anwies, alles stehen und liegen zu lassen. Hermes, so die Anweisung, habe Vorrang. Ficino machte sich an die Arbeit und vollendete die Übersetzung im Jahr 1463, kurz vor Cosimos Tod. Die Veröffentlichung seiner lateinischen Fassung unter dem Titel Pimander löste eine intellektuelle Sensation in ganz Europa aus. Für die Denker der Renaissance war dies kein Text aus der römischen Kaiserzeit, sondern die authentische Stimme des alten Ägypten, eine Offenbarung, die Moses vorausging. Es schien, als sei der Schleier der Zeit gelüftet worden und die reinste Form der Weisheit wieder zugänglich. Diese Übersetzung katapultierte Hermes Trismegistos ins Zentrum der europäischen Philosophie, Magie und aufkeimenden Wissenschaft und legte den Grundstein für die kommenden Jahrhunderte der Auseinandersetzung mit seinem Erbe. Wenn wir an Sir Isaac Newton denken, stellen wir uns oft den Vater der modernen Physik vor, den rationalen Geist, der die Gesetze der Bewegung und der universellen Gravitation formulierte. Doch dieses Bild ist unvollständig. Die Trennlinie zwischen Wissenschaft, Alchemie und Theologie, die uns heute so klar erscheint, war im 17. Jahrhundert noch fließend. Newtons private Schriften, die erst lange nach seinem Tod vollständig ans Licht kamen, enthüllen einen Mann, der ebenso tief in der Alchemie und der hermetischen Philosophie verwurzelt war, wie in der Mathematik und Physik. Er verbrachte mehr Zeit mit dem Studium alchemistischer Texte und der Suche nach dem Stein der Weisen als mit den Forschungen, für die er heute berühmt ist. Für Newton war das Universum kein seelenloses Uhrwerk, sondern ein mit göttlichem Geist und aktiven Prinzipien durchdrungener Kosmos. Die hermetische Vorstellung von Sympathien und Antipathien, von verborgenen Kräften, die über weite Entfernungen wirken, bot einen konzeptionellen Rahmen für seine revolutionärste Idee: die Schwerkraft. Eine unsichtbare Kraft, die von der Sonne ausgeht und die Planeten in ihren Bahnen hält, war für viele seiner Zeitgenossen eine Rückkehr zu magischem Denken. Doch im hermetischen Weltbild, in dem wie oben so unten gilt und alles miteinander verbunden ist, war eine solche Aktion auf Distanz weitaus plausibler. Newton und andere frühe Mitglieder der Royal Society, wie Robert Boyle, der als Vater der modernen Chemie gilt, sahen in der Alchemie nicht nur den Versuch, Gold herzustellen. Sie sahen darin eine heilige Kunst, eine Methode, die verborgenen Gesetze der Natur zu entschlüsseln, die Gott in die Schöpfung eingeschrieben hatte. Hermes Trismegistos wurde als einer der Urväter dieses Wissens betrachtet. Seine Lehren von einer geeinten, lebendigen Natur, die durch geheime Korrespondenzen regiert wird, inspirierten die Suche nach universellen Gesetzen. So sehen wir, wie die Wurzeln der wissenschaftlichen Revolution paradoxerweise tief in jenem Boden wurzeln, den wir heute als esoterisch oder magisch bezeichnen würden. Während die aufkeimende Wissenschaft begann, sich von ihren mystischen Wurzeln zu distanzieren, fand die hermetische Philosophie eine neue, dauerhafte Heimat in den diskreten Zirkeln europäischer Geheimgesellschaften. Hier wurde das Erbe des Hermes Trismegistos nicht als veraltete Naturphilosophie, sondern als zeitloser Pfad zur spirituellen Erleuchtung bewahrt
und weiterentwickelt. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts sorgten eine Reihe anonymer Manifeste für Aufsehen, die die Existenz einer geheimnisvollen Bruderschaft der Rosenkreuzer verkündeten. Diese Schriften, wie die Fama Fraternitatis, riefen zu einer universellen Reformation von Wissenschaft, Religion und Gesellschaft auf, basierend auf einer Synthese aus christlicher Mystik, Alchemie und hermetischer Weisheit. Hermes Trismegistus wurde als eine der Säulen dieser verborgenen Tradition genannt, ein Weiser, der die Schlüssel zur Transformation von Materie und Seele besaß. Die Rosenkreuzerbewegung, ob sie nun als reale Organisation existierte oder nicht, entfachte eine Welle des Interesses an der Esoterik und schuf einen Nährboden für die Ideen, die in späteren Gesellschaften aufblühen sollten. Kurz darauf, im 17. und 18. Jahrhundert, formierte sich die moderne Freimaurerei. Obwohl ihre Ursprünge in den mittelalterlichen Steinmetzgilden liegen, nahm sie in ihren spekulativen Logen eine Fülle an symbolischem und philosophischem Gedankengut auf. Hermetische Konzepte durchdringen die freimaurerische Symbolik und ihre Rituale. Die Idee des großen Architekten des Universums, die Dualität von Säulen, die Suche nach Licht und Erkenntnis und der Prozess der persönlichen Veredelung, all das schwingt im Einklang mit hermetischen Prinzipien. Insbesondere die spirituelle Alchemie, die Umwandlung des unedlen inneren Metalls in spirituelles Gold, wurde zu einem zentralen Motiv. In diesen geschützten Räumen, fernab der Dogmen der Kirche und des strengen Rationalismus der Aufklärung, wurde die Lehre vom wie oben, so unten zu einem Leitfaden für die moralische und geistige Entwicklung des Einzelnen. Hermes wurde so vom antiken Weisen zum stillen Patron einer verborgenen Tradition der Selbsterkenntnis. 2 Jahrhunderte lang hatte das Corpus Hermeticum in Europa einen Status genossen, der dem Heiliger Schriften gleichkam. Es galt als das unberührte Echo einer längst vergangenen, goldenen Zeit, als die Weisheit Ägyptens noch rein und unverfälscht war. Seine Autorität beruhte fast ausschließlich auf seinem vermeintlich immensen Alter. Doch im Jahr 1614 erschütterte ein Gelehrter dieses Fundament mit der präzisen und unerbittlichen Waffe der Philologie. Sein Name war Isaac Casaubon, ein hugenottischer Gelehrter von herausragender Bildung. In einem Auftrag, die Annalen des Kardinals Baronius zu widerlegen, nahm Casaubon auch die hermetischen Schriften unter die Lupe, die Baronius als Beweis für heidnische Vorahnungen des Christentums angeführt hatte. Casaubon tat, was vor ihm niemand in dieser Gründlichkeit getan hatte. Er analysierte die griechische Sprache der Texte Wort für Wort. Seine Entdeckung war ein intellektuelles Erdbeben. Er stellte fest, dass die Terminologie, der Stil und die philosophischen Konzepte im Corpus Hermeticum nicht aus dem pharaonischen Ägypten stammen konnten. Die Texte waren durchdrungen von Vokabular und Ideen, die erst viel später in der griechischen Philosophie, insbesondere im Platonismus und Stoizismus, entwickelt wurden. Begriffe wie Logos oder Nous in der spezifischen Verwendung der Hermetiker gehörten eindeutig in die intellektuelle Welt der römischen Kaiserzeit, nicht in die Zeit des Moses. Casaubons Schlussfolgerung war unumgänglich und vernichtend für den Mythos des Hermes. Die Schriften waren keine Übersetzung uralter ägyptischer Hieroglyphen, sondern griechische Originaltexte, die wahrscheinlich im 2. und 3. Jahrhundert nach Christus verfasst worden waren. Mit einem Schlag wurde Hermes Trismegistus von einem ägyptischen Priester, der vor Platon lebte, zu einem Produkt des religiösen Synkretismus des späten Hellenismus.
Seine Prophezeiungen waren keine Blicke aus ferner Vergangenheit in die Zukunft, sondern Reflexionen einer Zeit, in der ägyptische, griechische und jüdische Ideen in den Schmelztiegeln von Alexandria zu etwas Neuem und Faszinierendem verschmolzen. Dies beendete nicht die Faszination für die Hermetik, aber es veränderte ihre Natur für immer. Sie war nun kein göttliches Urwissen mehr, sondern ein historisches Dokument von unschätzbarem Wert für das Verständnis einer der kreativsten und spirituell vielfältigsten Epochen der Menschheitsgeschichte. In unserer modernen Welt, die von Technologie und buchstäblicher Interpretation geprägt ist, neigen wir dazu, die Weisheit der Antike durch eine verzerrte Linse zu betrachten. Wir suchen nach konkreten Fakten, nach Bauplänen und technischen Anleitungen. Und so ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass einige die hermetischen Schriften als verschlüsselte Berichte über fortschrittliche Technologie oder gar außerirdische Kontakte missverstehen. Die Rede vom Aufstieg durch die Sphären wird dann zu einer Reise durch das Sonnensystem. Die Götter werden zu Astronauten und die alchemistischen Prozesse zu chemischen Formeln für unbekannte Legierungen. Doch dieser Ansatz, so verlockend er für den modernen Geist sein mag, verfehlt den Kern der hermetischen Lehre auf fundamentalste Weise. Er ehrt nicht die Intelligenz der antiken Autoren, sondern projiziert unsere eigenen Obsessionen auf sie zurück. Die Sprache des Hermes Trismegistos ist nicht die Sprache eines Ingenieurs, sondern die eines Mystikers. Es ist eine Sprache der Symbole, der Allegorien und der Metaphern. Wenn der Poimandres die Reise der Seele durch die 7 Planetensphären beschreibt, ist dies keine Lektion in Astronomie. Es ist eine tiefgründige psychologische und spirituelle Landkarte. Jede Sphäre repräsentiert eine seelische Fessel, eine Leidenschaft oder einen weltlichen Anhang, Gier, Zorn, Täuschung, den die Seele abstreifen muss, um zu ihrem göttlichen Ursprung zurückzukehren. Es ist eine innere Reise, keine äußere. Die beschriebene Technologie ist eine Technologie der Seele, eine Methode zur inneren Transformation. Die Götter sind keine Besucher von fernen Sternen, sondern archetypische Kräfte, Aspekte des universellen Bewusstseins und Facetten unserer eigenen Psyche. Die Hermetik bietet keine Bauanleitung für Raumschiffe. Sie bietet etwas weitaus Subtileres und, man könnte argumentieren, weitaus Wertvolleres. Eine Anleitung zur Erforschung des inneren Kosmos, zur Verfeinerung des eigenen Bewusstseins und zur Verwirklichung des göttlichen Potenzials, das in jedem von uns schlummert. Um die immense Wirkung der hermetischen Schriften zu verstehen, müssen wir uns in eine andere Zeit versetzen. In das pulsierende Herz der italienischen Renaissance im 15. Jahrhundert. In Florenz, unter der Gönnerschaft von Cosimo de' Medici, entflammte eine fieberhafte Suche nach den verlorenen Weisheiten der Antike. Man glaubte, dass es eine Prisca Theologia gab, eine uralte Theologie. Dies war die revolutionäre Idee, dass Gott der Menschheit nicht erst durch die abrahamitischen Religionen, sondern bereits in den frühesten Tagen der Zivilisation eine einzige, reine, universelle Wahrheit offenbart hatte. Diese ursprüngliche Weisheit, so glaubte man, sei von einer langen Kette von erleuchteten Weisen weitergegeben worden. An der Spitze dieser ehrwürdigen Linie stand kein geringerer als Hermes Trismegistos. Er galt als der älteste und weiseste von allen, ein ägyptischer Zeitgenosse des Moses oder sogar noch älter. Nach ihm kamen andere große Gestalten wie Zoroaster, Orpheus und Pythagoras, die alle als Träger desselben ursprünglichen Lichts angesehen wurden,
Plato selbst wurde als derjenige gesehen, der diese Weisheit in die Sprache der griechischen Philosophie übersetzte. Als ein Agent der Medici um 1460 ein Manuskript des Corpus Hermeticum aus Mazedonien nach Florenz brachte, war die Aufregung unermesslich. Cosimo de' Medici wies seinen führenden Gelehrten Marsilio Ficino an, sofort alle seine Arbeiten an der Übersetzung von Plato einzustellen und sich stattdessen diesem neu entdeckten Schatz zu widmen. Dies allein zeigt den Stellenwert, den man Hermes beimaß. Seine Weisheit wurde als noch ursprünglicher und grundlegender als die Platons angesehen. Für die Denker der Renaissance war das Corpus Hermeticum nicht nur ein faszinierendes Dokument, es war der Schlüssel zur Quelle aller Philosophie und Religion. Es war der Beweis für eine universelle spirituelle Bruderschaft, die alle Kulturen und Zeitalter umspannte und die Möglichkeit bot, Christentum und antike Philosophie in einer großen, harmonischen Synthese zu vereinen. Die Vorstellung von Hermes Trismegistus als uraltem ägyptischen Weisen, der vor Anbeginn der klassischen griechischen Philosophie schrieb, beflügelte die europäische Geisteswelt für fast 2 Jahrhunderte. Doch diese romantische Vorstellung sollte einer kritischen Prüfung nicht standhalten. Der entscheidende Wendepunkt kam im Jahr 1614. Der klassische Philologe Isaac Casaubon, ein Meister der Textkritik, führte eine sorgfältige sprachliche Analyse des Corpus Hermeticum durch. Sein Urteil war eindeutig und erschütterte die Fundamente der Prisca Theologia. Casaubon wies nach, dass die Texte nicht aus dem pharaonischen Ägypten stammen konnten. Ihr Vokabular, ihre grammatikalische Struktur und vor allem ihre philosophischen Konzepte waren unverkennbar die der griechisch-römischen Welt. Sie zitierten oder spielten auf Ideen an, die erst durch Denker wie Platon und die Stoiker entwickelt wurden. Die Sprache war nicht die eines uralten ägyptischen Priesters, sondern die eines griechisch sprechenden Intellektuellen aus den ersten Jahrhunderten nach Christus. Wer also waren die wahren Autoren? Die moderne Forschung bestätigt Casaubons Analyse. Das Corpus Hermeticum ist kein einzelnes Werk eines einzelnen Autors, sondern eine Sammlung von Texten, die von verschiedenen, anonymen Autoren zwischen dem 1. und 3. Jahrhundert nach Christus verfasst wurden. Diese Autoren lebten höchstwahrscheinlich in Ägypten, insbesondere in der pulsierenden Metropole Alexandria, einem Schmelztiegel der Kulturen. Hier vermischten sich griechische Philosophie, ägyptische Götterlehre, jüdische Mystik und frühe christliche Ideen zu einem einzigartigen, synkretistischen Gebräu. Die Autoren waren keine Betrüger im modernen Sinne. Die Zuschreibung ihrer Werke an eine ehrwürdige Figur, wie Tod Hermes, war eine gängige Praxis in der Antike. Es verlieh den Texten Autorität und stellte sie in eine heilige Tradition. Sie sahen sich nicht als Erfinder neuer Lehren, sondern als Wiederentdecker und Interpreten einer ewigen Weisheit, für die der Name Hermes Trismegistos als Symbol stand. Sie schufen eine Brücke zwischen der Weisheit Ägyptens und der Philosophie Griechenlands und formten daraus etwas völlig Neues und doch unendlich Altes. Nachdem die historische Datierung der hermetischen Schriften korrigiert wurde, könnte man meinen, ihre Anziehungskraft hätte schwinden müssen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Befreit von dem Zwang, ein wörtliches, historisches Dokument aus pharaonischer Zeit zu sein, konnte sich die wahre, zeitlose Kraft der Texte entfalten. Ihre Relevanz liegt nicht in ihrem Alter, sondern in der Tiefe und Universalität ihrer Botschaft. Die hermetische Lehre spricht ein grundlegendes menschliches Bedürfnis an:
die Sehnsucht nach Gnosis, nach direkter, erfahrungsbasierter Erkenntnis des Göttlichen. Sie verspricht keinen Trost durch blinden Glauben, sondern Erleuchtung durch Verstehen. Sie fordert den Suchenden auf, nicht einfach zu glauben, sondern selbst zu schauen, zu denken und zu erkennen. Das Herzstück dieser Suche ist das berühmte Axiom, das in der Tabula Smaragdina zusammengefasst wird. Wie oben, so unten. Dies ist mehr als nur ein mystischer Aphorismus. Es ist ein tiefgreifendes Prinzip der Analogie und der Verbundenheit. Es lehrt uns, dass der Kosmos kein fremder, distanzierter Ort ist, sondern ein Spiegel unserer eigenen inneren Welt. Die Gesetze, die die Sterne regieren, finden sich auch in der menschlichen Seele wieder. Um das Universum zu verstehen, müssen wir uns selbst verstehen. Und umgekehrt. Diese Lehre ermächtigt den Menschen auf radikale Weise. Im hermetischen Weltbild ist der Mensch kein machtloses Geschöpf, das den Launen eines fernen Gottes ausgeliefert ist. Er ist ein Mikrokosmos, ein Universum im Kleinen, das den göttlichen Funken, den Nous, in sich trägt. Durch Läuterung, Kontemplation und das Streben nach Wissen kann der Mensch seine eigene göttliche Natur erkennen und verwirklichen. Dies ist die ultimative Prophezeiung des Hermes. Nicht das Ende der Welt, sondern die potenzielle Vergöttlichung des Menschen. Diese Ideen hallen durch die Jahrhunderte wider und inspirieren bis heute Mystiker, Philosophen und spirituelle Sucher. Die hermetische Reise ist eine ewige Reise. Die unendliche Suche nach unserem Platz im Kosmos und nach dem Kosmos in uns selbst.